Ein Kommentar, der uns häufig erreicht: Wo zum Teufel ist die CMOS-Batterie in meinem Notebook? Wir bringen Licht ins Dunkle und erklären euch, für was ihr diesen kleinen Chip braucht und wo er in eurem Notebook sitzt. Also, legen wir gleich los. Dies ist eine herkömmliche CR2032 Batterie. Ihr erkennt sie wahrscheinlich wieder als BIOS-Batterie. Diese kleine chipförmige Batterie befindet sich bei vielen Notebooks auf dem Mainboard. Ihr Zweck ist es, kleinste Speicherchips auf dem Mainboard auch im ausgeschalteten Zustand mit einer winzigen Menge von Strom zu versorgen. So wird verhindert, dass BIOS-Einstellungen und Einstellungen wie Datum und Uhrzeit nicht bei jedem Neustart zurückgesetzt wird. Diese kleinen Speicherchips verbrauchen so wenig Strom, dass die BIOS-Batterie jahrelang nicht gewechselt werden muss. Wo sich die CMOS-Batterie befindet, ist unterschiedlich. Bei den meisten Notebooks der 2010er Jahre ist die BIOS-Batterie vorne auf dem Mainboard sichtbar. In einigen wenigen Fällen kann es sein, dass die Batterie aufgelötet ist. Aber was, wenn ihr die Batterie gar nicht findet? Das kann mehrere Gründe haben. Erstens, die Batterie ist auf der Rückseite des Mainboards verbaut. In diesem Fall müsste man das ganze Gerät auseinanderbauen, um da ranzukommen. Was wir auch immer wieder sehen, ist, dass sie sich unter dem Akku oder unter der Tastatur befindet. In den seltensten Fällen gibt es eine Möglichkeit, dass auf der Unterseite des Notebooks extra ein Schacht vorgesehen ist, um die BIOS-Batterie zu tauschen. Zweitens, die Batterie ist unter einer Abdeckung oder sieht ganz anders aus. Manche Hersteller verstecken den CMOS-Chip unter irgendwelchen Abdeckungen oder haben eigene Konstrukte mit Kabeln. Drittens, das Gerät hat gar keine CMOS-Batterie. Gerade moderne Geräte kommen oft ohne Knopfzelle aus, weil sie entweder mit dem Notebook-Akku verbunden sind oder neue Technologie dahinter steckt, welche keine Stromzufuhr benötigt. Wenn ihr Hilfe braucht, die Batterie bei eurem Modell zu finden, checkt gerne unsere Videoserie Mein Laptop von innen ab. Dort haben wir über 200 Laptops aufgeschraubt und zeigen euch, wo die wichtigsten Komponenten sich befinden. In den neueren Videos ist auch immer ein Verweis für die BIOS-Batterie dabei. Habt ihr schon mal Erfahrungen mit dem Tausch der CMOS-Batterie gemacht? Dann schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.